Also Marie und Anne besteht aus mir, meiner Mutter Marianne, die ist Mitgründerin, meinem Vater Harry, meiner Schwester Marina und Silvia und einem vierköpfigen Team aus aktuell noch Minijobbern, die uns unterstützen. Und zum Teil arbeiten wir eben auch mit den Mainfränkischen Werkstätten zusammen. Was das Besondere jetzt an unserem Kosmetiklabel ist, ist einfach, dass wir wirklich alles selber machen. Ich bin dann dazugekommen und wir haben dann das Konzept so erstellt, dass wir eben minimalistische Naturkosmetik herstellen mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne Konservierungsmittel, aber auch auf die Umverpackungen achten, also gerade weg vom Plastik, eher natürliche Verpackungen, 'n optisch ansprechendes Design nutzen, weil es auch in der Naturkosmetik nicht so üblich ist, dass man ja, ich glaube, das Design, was wir nutzen, ist einfach eher untypisch. Uns war halt auch wichtig, dass die Leute auch Spaß dabei haben. Deswegen haben wir die Produktnamen entwickelt und aber eben auch die Zusammenarbeit mit meinen fränkischen Werkstätten. Da war Inspiration meine Schwester Marina. Marina ist mit dem Down-Syndrom geboren und arbeitet jetzt seit 12 Jahren in den Werkstätten und mir war einfach wichtig, sie auch schon vorab zu integrieren. Also der Hauptgedanke war erstmal mit den Werkstätten zusammenzuarbeiten, aber dann eben auch zu gucken, wie kann man sie damit einbinden. Also die Grundidee von Marianne oder Marie und Anne ist eben, sich auf die im Bereich der Pflege auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir Menschen sind sehr gewohnt, für jedes Körperteil und für jedes Problem eine andere Creme zu benutzen oder ein anderes ja, einen anderen Kosmetikartikel. Und bei uns ist die Grundidee zu sagen, man kann auch also ein Produkt für mehrere Probleme nutzen oder für mehrere Körperstellen. Also ich würde sagen, das Design zeichnet aus, dass es reduziert ist, aber dennoch auffällig, und auch unaufgeregt. Also so arbeiten wir eben auch in der ganzen Markenkommunikation, dass wir eher eine unaufgeregte Marketingstrategie, würde ich es jetzt mal nennen, haben, die ja eben aus unserer persönlichen Geschichte heraus funktioniert. Und da war mir halt wichtig auch zu sagen, das Design fällt auf, aber spricht eben auch den Kunden an und macht eben auch Freude. Und dann aber auch zu sagen, es ist ein zeitloses Design. Mir war wichtig, da gleich eben zu zeigen: „Okay, wir machen es von Anfang an richtig und haben jetzt eben mit 'nem kleinen Label in Polen zusammengearbeitet. Da kommen die Versandkartons her und beim Versand arbeiten wir mit das nennt sich also eigentlich Holzwolle, aber ist Euterwolle und das ist 'n kleiner Betrieb aus Regensburg. Da bekommen wir eben die Euterwolle her und die ist biologisch abbaubar. Das heißt, wir arbeiten mit so wenig Umverpackung wie möglich. Und eben auch beim Versand, dass man sagen kann, also wir zeigen auf Instagram Videos, wie könnt ihr die Holzwolle weiterverwenden? Was könnt ihr mit unseren Gläsern noch alles anstellen? Dass man einfach sagt, wie könnt ihr die Sachen auch, wenn sie leer sind, noch in euren Alltag integrieren? Wir haben 95% Kundinnen, die aber ihre Männer animieren, also die dann wirklich die Produkte im Badezimmer stehen haben. Die Männer finden dann oder springen auch oft aufs Design an. Wir sagen ja auch, wir sind 'ne Unisex-Marke, aber man muss sagen, Pflegeprodukte nutzen einfach mehr wir Frauen. Und die Männer also oft kamen die Männer zu uns durch den Geruch, durch den Duft. Das ist ja oft nutzen wir ätherisches Lemongrasöl. Und dann sagen die Frauen auch immer: „Hey, es ist toll, das gemeinsam mit meinem Mann zu benutzen.“ Also, was wir uns für die Zukunft wünschen, auch in Bezug auf unsere Kosmetik oder die Branche allgemein, ist schon auf jeden Fall, dass sich auch andere Brands mehr auf die Vielseitigkeit einlassen und auch mal die ganzen Schönheitsideale überdenken. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Natürlich zeige ich und kommuniziere ich oder Leidenschaft ist eben ist die Fotografie und ich mache das auch gerne professionell. Aber ich glaube, gerade in der Kosmetikbranche ist es wichtig, unterschiedliche Typen auch mal zu zeigen. Nicht dieses aalglatte Gesicht, das fängt jetzt langsam an mit Diversität, aber eben auch zu sagen, den Leuten die Unsicherheit zu nehmen oder den Leuten auch mal zu zeigen: „Du bist schon schön, wie du bist. Du brauchst jetzt nicht dies und jenes Produkt“ oder auch nicht mit Bildern zu werben, von 'nem Schönheitsideal, wo wir nicht rankommen. Also, den Leuten einfach wieder das Gefühl zu geben, Schönheit ist überall. Schönheit ist divers und ist ganz unterschiedlich und das hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun.